Hamburg, Juli 1936. Unterelbe, irgendwo bei Pagensand. Flugkapitän Helmut Vasa-Rodig sitzt im Cockpit eines Flugboots, das aussieht, als hätte jemand einen dänischen Holzschuh mit 2 Auslegerarmen und 3 Motoren verheiratet. Kein langer, eleganter Rumpf wie bei einer Dornier, kein schlankes Profil. Stattdessen ein kurzer, gedrungener Bootskörper, aus dem hinten 2 rechteckige Träger wachsen, wie Stiele an einem Hammer. Der mittlere Motor sitzt hoch oben auf einem Pylon über dem Rumpf, die anderen beiden hängen an den Auslegern. Das Ganze schaukelt auf der Elbe und wartet auf seinen ersten Startversuch. Rodig gibt Gas. Die 3 Jumo-Motoren ziehen an, das Wasser schäumt auf und das Flugzeug will einfach nicht abheben. 4 Versuche. Keiner funktioniert richtig. Das Ding, das die Hamburger Flugzeugbau GmbH als Zukunft der deutschen Seeaufklärung gebaut hat, klebt am Wasser wie festgeklebt. Das Problem liegt im Flügel. Ein nach oben geknickter Knickflügel, der die Strömung so verwirbelt, dass kaum Auftrieb entsteht. Rodig dreht die Maschine um und fährt zurück ans Ufer. Das war die Geburt der BV 138 und sie hätte schlechter kaum laufen können. Doch um zu verstehen, warum dieses seltsame Flugzeug trotzdem zu einem der wichtigsten deutschen Seeaufklärer des Zweiten Weltkriegs wurde, müssen wir einen Schritt zurück, ins Jahr 1934. Das Reichsluftfahrtministerium hatte ein Problem. Deutschland brauchte einen Seeaufklärer, ein Flugboot, das weit hinaus über den Atlantik und die Nordsee fliegen, Konvois aufspüren, Feindlagen melden und stundenlang in der Luft bleiben konnte. Sparsam sollte es sein, reichweitenstark. Die Antwort? Dieselmotoren. Der Jumo 205, ein Gegenkolbenmotor, bei dem 2 Kolben in einem Zylinder aufeinander zufahren, ohne Zylinderkopf, ohne die üblichen Wärmeverluste. Ein Motor, der pro Liter Kraftstoff mehr Kilometer herausholt als fast alles andere zu dieser Zeit. Chefkonstrukteur Richard Vogt bei der Hamburger Flugzeugbau nahm diese Vorgabe und baute daraus eine Maschine mit einer eigenwilligen Idee. Der Rumpf selbst sollte kurz und gedrungen sein. Das Leitwerk sitzt nicht hinten am Rumpf, sondern auf 2 langen Trägern, die seitlich nach hinten ragen. Als Verlängerung der äußeren Motorgondeln. Das spart Gewicht. Es gibt freies Schussfeld für die Heckwaffen und es macht das Flugzeug so ungewöhnlich, dass die Besatzungen sofort einen Spitznamen finden: der fliegende Holzschuh. Die Seitenansicht des Rumpfes sieht tatsächlich aus wie ein niederländischer Holzschuh. Dieser bauchige, kurze Schuh, vorne aufgewölbt, hinten abgehackt. Eine Einheit, die das Muster später als Staffelabzeichen trägt, nennt sich selbst nach ihm. Das Konzept war schlau, die Umsetzung war ein Albtraum. Der erste Prototyp, H138V1, fliegt im Juli 1937, ein knappes Jahr nach dem misslungenen Rollversuch, weil das RLM auf andere Triebwerke umsteigen musste und alles neu berechnet werden musste. Kaum in der Luft werden die nächsten Probleme sichtbar. Der Rumpf ist hydrodynamisch nicht gut genug. Die Leitwerksträger vibrieren, die Seitenruder sind zu klein. Das Flugzeug ist im Wasser schwierig zu beherrschen, bei Wellengang kaum sicher zu betreiben. Vogt muss neu anfangen. Der Rumpf wird um 3 Meter verlängert. Die Träger werden massiver. Die Ruder wachsen. Der Knickflügel verschwindet, ersetzt durch einen geraden Hochdecker. Aus der V1 wird die V2 und die fliegt tatsächlich im Juli 1937. Aus der V2 werden Vorserienmaschinen. Die erste davon, BV 138A-01, hebt im Februar 1939 ab. Die Erprobung zeigt, die Konstruktion hält noch immer nicht, was ein echter Hochseebetrieb fordert. Noch mehr Verstärkungen. Noch mehr Gewicht. Der Rumpf muss für die A-Baureihe schon wieder überarbeitet werden. Als der Krieg beginnt, ist die BV 138 noch nicht wirklich fertig. Das kann sie nicht aufhalten. Im April 1940, während Deutschland Norwegen besetzt, werden die ersten Vorserienmaschinen eilig in Dienst gestellt. Nicht als Aufklärer, sondern als Transporter. Die BV 138A-01, A-02 und A-03 fliegen Versorgungsgüter nach Narvik und Trondheim. Eine davon wird von eigener Flak beschossen, weil die Maschine so unbekannt ist, dass die Soldaten am Boden sie nicht zuordnen können.
Sie überlebt mit 172 Treffern und ist trotzdem noch flugfähig genug, um auf einem Dampfer abtransportiert zu werden. Das war vielleicht das erste Zeichen, dass dieser Holzschuh zäher ist, als er aussieht. Die A-Baureihe, 25 Stück, kommt trotzdem kaum zum Einsatz. Strukturprobleme, Motorprobleme. Der Burgturm mit dem MG 204 versagt im Feldbetrieb so konsequent, dass Blom und Voss eigenes Personal nach Hörnum schickt, um ihn am Laufen zu halten. Im Herbst 1940 werden alle A-1-Maschinen nach Frankreich verlegt und dort zeigt sich endgültig, der Rumpf hält dem Atlantik nicht stand. Die B-Baureihe behebt das. Stärkere Struktur, stärkere Motoren. Der Jumo 205D mit 880 PS statt 605, verbesserte Bewaffnung mit dem 20 mm MG 151 vorne und hinten. Die ersten B1-Maschinen kommen im Dezember 1940. Und dann die C1, die endgültige Version ab März 1941. Nochmals verstärkt, der mittlere Motor jetzt mit einem vierblättrigen Propeller, weil die alten Dreiblattpropeller bei den Schwingungen des Gegenkolbenmotors rissen. 227 C-1-Maschinen werden gebaut. Das ist die Bv 138, die den Krieg prägt. Und sie prägt ihn vor allem dort, wo kaum jemand freiwillig hin will. Norwegen 1941. 44 Bv 138 stehen auf den Stützpunkten entlang der Küste. Stavanger, Tromsø, Trondheim, Banak. Ihr Auftrag? Die Nordsee und die Arktis. Konvois aufspüren, den Geleitzügen der Alliierten folgen, die tausende Kilometer nördlich durch das Eismeer nach Murmansk und Arkhangelsk laufen. Das ist kein komfortabler Job. Die Temperaturen fallen auf -30 Grad. Das Salz des Meeres setzt den Maschinen zu. Reparaturen werden auf offener See durchgeführt mit eingefrorenem Werkzeug. Und trotzdem, im Oktober 1941 fliegt eine einzelne Staffel in einem Monat über 500 Stunden und legt 10.000 Kilometer zurück. Die Bv 138 kann das, weil ihre Dieselmotoren ihr etwas geben, das kein anderer Seeaufklärer der Luftwaffe hat: echte Reichweite. Und eine Möglichkeit, sie noch weiter zu dehnen. Denn die Dieselmotoren laufen auf demselben Kraftstoff wie die deutschen U-Boote. Weit draußen im Atlantik, außerhalb jeder Reichweite von Landbasen, tauchen U-Boote auf, die Bv 138 landet auf dem Wasser, nimmt Treibstoff durch einen Filter an Bord. Meeresluft und Kondenswasser müssen vorher herausgefiltert werden und fliegt weiter. 18 Stunden Flugdauer sind möglich. Genug, um weit in den Atlantik zu reichen und zurückzukommen. Beim Konvoi PQ-18 im September 1942 erleben die Besatzungen, was es bedeutet, wenn der Feind zurückschlägt. Zum ersten Mal bekommt ein Nordpol-Konvoi Luftdeckung, ein Geleitträger mit 12 Sea Hurricanes. Die Bv 138 versucht Fühlung zu halten. Eine Maschine hält einen 90-minütigen Luftkampf mit den Hurricanes durch und kommt zurück. Schwer beschädigt, aber zurück. Das ist kein gewöhnlicher Aufklärer. Das ist Hartholz. 1943 gehen die Einsätze weiter. Jetzt noch weiter östlich. Das U-Boot U-255 wird als schwimmendes Tankschiff eingesetzt, irgendwo vor Novaja Zemlja. 4 Auftankungen. Die Bv 138 fliegt Aufklärung über den Karasee bis hin zur Wilkizki-Straße, fast bis zum Ural. Kein feindlicher Geleitzug in Sicht. Die Mission wird abgebrochen. Aber das Flugzeug war dort, da, wo sonst nichts hinfliegt. Und dann ist da noch die andere Seite der Bv 138, die niemand erwartet hätte. Herbst 1942. Blom und Voss rüstet eine Bv 138 C-1 um. Die Seriennummer CB plus UA bekommt einen neuen Zweck: Minenjagd. Die Defensivwaffen werden abgebaut. 245 Kilogramm Bugturm, 245 Kilogramm Heckturm, dazu Bombenabwurfvorrichtungen, Ölbehälter, Treibstofftanks. Alles raus, was nicht gebraucht wird. Stattdessen ein Magnetring. 14 Meter Durchmesser, rund um den gesamten Rumpf und die Tragflächen montiert. Dazu ein 1200 Kilogramm schwerer Generator im Rumpf, der das Magnetfeld erzeugt. Das Prinzip: ein Schiff im Wasser verändert das Magnetfeld seiner Umgebung. Magnetminen mit entsprechenden Zündern detonieren bei dieser Veränderung. Ein Flugzeug aber, das auf niedriger Höhe über das Wasser fliegt, kann dieselbe Veränderung erzeugen, wenn es ein starkes Magnetfeld mit sich trägt.
Und weil ein Flugzeug schneller ist als die Druckwelle der Explosion, kommt es weg, bevor die Detonation trifft. Stellt euch das vor wie einen Hund, der ein Streichholz über einen Haufen Schwarzpulver hält und dann wegläuft. Nur dass der Hund 200 Stundenkilometer schnell ist. Die Bv 138 MS Minensuchversion bekommt den Spitznamen der zum Typ Mausi-Flugzeug. Die Mausefalle. Sie wird auf Kanälen, Flüssen und in Küstengewässern eingesetzt, dort wo die Alliierten Magnetminen gelegt haben, um den deutschen Schiffsverkehr zu blockieren. Im ersten Minensuchgeschwader der Luftwaffe fliegen mehrere dieser Maschinen bis in die letzte Kriegsphase. Am 1. Mai 1945, als Berlin bereits brennt und die sowjetischen Truppen durch die Straßen kämpfen, bekommt Oberleutnant Wolfgang Klemusch in Kopenhagen den Befehl: Fliege in der Nacht mit deiner Bv 138 nach Berlin, lande auf einem See, nimm 2 wichtige Kuriere an Bord. Klemusch fliegt durch Artilleriebeschuss, landet auf dem See. Die Kuriere erscheinen, aber können keine Papiere vorweisen. Klemusch verweigert die Mitnahme. Er lädt stattdessen 10 Verwundete ein und fliegt zurück nach Kopenhagen. Später stellt sich heraus, die Kuriere sollten Hitlers Testament überbringen. Das war der letzte Einsatz einer Bv 138. 297 Maschinen wurden gebaut, zwischen 1938 und 1943. Kein einziges vollständiges Exemplar hat überlebt. Im Jahr 2000 wurde ein Wrack aus dem Öresund gehoben, gesunken nach einer britischen Nachkriegs-Airshow und steht heute im Dänischen Technischen Museum in Helsingør. In Rumänien fanden Taucher 2012 eine weitere Bv 138 auf dem Grund des Sees Siot-Gjöl, 5 Meter tief, die anfangs für ein italienisches Flugzeug gehalten wurde. Ein Flugzeug, das so seltsam aussah, dass die eigene Flak es beschoss, das jahrelang nicht funktionierte, das man wegen seines Aussehens auslachte, das am Ende 18 Stunden in der Arktis unterwegs war, auf U-Booten auftankte und Magnetminen aus dem Wasser sprengte. Der Holzschuh. Und er hatte zuletzt das letzte Wort. Wenn euch die Bv 138 interessiert hat, abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und falls ihr etwas wisst, das hier fehlt, schreibt es in die Kommentare.